Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch. Wieder einmal mit dem Kollegen Wiechert zu einem, ja, noch vielleicht nicht ganz so aktuellen Thema, aber es steht kurz vor der Tür und wird aktuell werden nach dem Motto, Vorbeugen ist besser als heilen oder heulen, wenn man es dann hat. Das heißt, die kalte Jahreszeit wird uns sicherlich unabhängig von Covid-19 nochmal wieder so die üblichen winterlichen Grippeviren bescheren. Und auch andere Viren sind bei der Kälte gerne unterwegs. Von daher, vorbeugen noch einmal ist besser als heilen. Herr Kollege Wiechert, was können wir denn unseren Zuhörern empfehlen, was sie machen können oder sollten, damit sie nicht mit Triefnasen durch die Gegend laufen? Ja, ich glaube, eine ganze Menge haben wir jetzt ja in den letzten 2 Jahren, kann man schon fast sagen, gelernt, was man machen kann. Aber fangen wir mal an, was Mutti schon gesagt hat, setzt die Mütze auf und setzt sich nicht auf die kalte Erde. Das ist sicherlich auf der einen Seite richtig, dass man sich nicht unbedingt verkühlen soll, dass man nicht die Eintrittspforten der Viren durch oder auch Bakterien durch Verkühlen wirklich gefährdet. Das heißt, auch wenn man joggt, sollte man, manche haben ja sogar so ein kleines Tuch, so eine leichte Anwärmung der Luft, dass sie nicht die Lunge maximal auskühlen, bevor sie nicht auch eine vernünftige Betriebstemperatur haben, um das also nicht zu gefährden. Dann ist es so, dass zum Ende der Saison die Mikronährstoffwerte bei Sportlern ja auch in kleinen Studien nachgemessen abnehmen. Und das Immunsystem lebt ja nun mal von Vitamin C und Vitamin C ist einfach sehr, sehr lichtempfindlich. Und wenn man selbst sich Vitamin C anrührt und das nur ein Weilchen irgendwo rumstehen lässt, Weilchen heißt wenige Minuten, dann fällt die Wirkung extrem ab. Das sehen wir, wenn wir Messungen mit Vitamin C im Blut machen, ob wir nun mit Lichtschutz oder ohne Lichtschutz abnehmen und das Blut also nur kurze Zeit dem Licht aussetzen. Und das kann natürlich auch beim Stillleben so sein, wenn man die leckeren Obstsachen dann auch in der Küche oder im Wohnzimmer oder am Fenster, wo auch immer, platziert und sagt, heute gönne ich mir einen leckeren Apfel, dann ist der, oder Apfelsine oder was auch immer, ist der Vitamin C-Gehalt darin bei weitem nicht mehr so wie bei der Ernte. Und es ist eben oftmals so, dass Obst und Gemüse, das roh geerntet wird und nachreift, nicht unbedingt auch mit seinen Vitaminen nachreift. Das muss einem immer wieder so ein bisschen klar sein und die Verzehrprotokolle, die meine Patienten so ausfüllen, um zu gucken, wie weit stimmt denn der Laborparameter jetzt mit dem, was sie so in ihrem Leben machen, überein, haben dann doch auch recht häufig, obwohl sie eigentlich recht gesundheitsbewusst sind, Vitamin C unter den Vorgaben der DGE nach den Nährwerttabellen zu sich genommen. Und Zink ist natürlich genauso wichtig fürs Immunsystem. Zink ist also in der Lage, auch das Eindringen von Viren und deren Vermehrung einzuschränken. Vitamin D kann auch sogar ein körpereigenes Antibiotikum ja bilden, speziell gegen Tuberkulose. Der Zauberberg lässt grüßen, also nicht, dass man also mit der Sonneneinstrahlung versucht, Vitamin D zu bilden, dass man ein Lungenkit da gegeben hat, also Quark mit Glutaminbildung auch. Die wussten sicherlich nicht von Glycin und Cystein und Glutaminsäure für Glutation, aber die hatten Erfahrungsmedizin und wussten, wenn man das Zeug isst, dann wirkt das in irgendeiner Form. Und Glutation brauchen wir eben für jede Zelle, für alle Mitochondrien. Wir müssen ja auch mit oxidativem Stress umgehen, wir müssen aufräumen, abräumen können. Und der Gegenspieler zum Zink ist das Kupfer. Also wer längere Zeit, mal so ein paar Tage ist ja nicht schlimm, aber wer längere Zeit mit Zink spielt, muss auch den Kupferspiegel auf dem Schirm haben. Und auch Selen ist sicherlich nicht ganz unwichtig. Und auch solche Vitamine wie A und Bravo 3 und auch B5, die sich sozusagen gerade um die Schleimhäute auch kümmern, sind hier nicht unwichtig. Und wenn man in die, sagen wir mal, die Kofaktoren der Mitochondrien hineingeht, und die Immunität ist nun mal auch eine mitochondriale Aufgabenstellung, dann kommt natürlich auch sowas wie Alpha-Liponsäure und die ganzen B-Vitamine zum Tragen und natürlich auch Mineralstoffe. Und das führt dann natürlich am Ende sicherlich ein bisschen zu weit, aber so diese klassische Multivitamin-Tablette, die man irgendwo kriegen kann, dieses über den Tag verteilt, die kann man ja auch durchbrechen und dann vermehrt auflösen, dass man viele kleine Portionen hat, führen dazu, dass das Immunsystem immer wieder auf die Dinge zugreifen kann und dass man eben auch sich die Hände wäscht, dass man nicht immer die Finger im Gesicht hat, dass man nicht immer das, wo man angefasst hat, sich dann sozusagen in den Mund schiebt. Andererseits, dadurch, dass wir so lange Masken tragen, use it or lose it, hat unser Immunsystem natürlich kaum Gelegenheit, sich mit all dem, was so klassischerweise um uns herum los ist, zu üben, zu trainieren. Und das bedeutet natürlich, dass schon kleine
Virus- oder Bakterienmengen zu deutlich stärkeren Krankheitsverläufen führen können, als sie das vor 2, 3 Jahren noch gemacht haben. Und dann ist es wichtig, dass man in dem Moment, wo das passiert, vielleicht tatsächlich sagt, ich gehe zum Arzt, Herr Doktor, ich glaube, ich habe mir einen aufgesagt und was kann ich denn jetzt noch ergänzend tun? Und das sind dann natürlich individuelle, je nachdem zu welchem Arzt man geht, Methoden oder Therapieformen, die man da anbringen kann. Wir hier setzen gerne Vitamin-C-Infusionen und auch Arginin und Prolin und Lysin und Zink und ACC und auch so Mischung Eigenbluttherapie mit Infekt 1 oder mit Bronchopas ein oder machen UVB, auch Bestrahlung des Blutes, um damit sozusagen so einen richtigen Immunbooster zu setzen. Und das führt oft dazu, dass dann später auch ein Frösteln stattfindet. Das ist ein Zeichen, dass das Immunsystem arbeitet, dass die Temperatur ein bisschen ansteigt. Das sollte man auch aushalten, da sollte man auch ins Bett gehen, sollte man dann schlafen, sollte dem Körper Ruhe geben. Und mit ein bisschen Glück steht man nächsten Tag auf und sagt, wie, das war es jetzt schon? Und hat es dann dabei. Ja, die Quintessenz aber doch offensichtlich die, wenn ich schon es nicht schaffe, regelmäßig mich so zu ernähren, dass ich dem Körper alles gebe, was er braucht. Und ich bin, je älter ich werde, je mehr davon überzeugt, dass wir es mit der derzeitigen Nahrungsangebot eben nicht mehr schaffen, dass man dann auch regelmäßig supplementieren sollte. Wer es dennoch glaubt, dass es nicht nötig hatte, der sollte es spätestens dann tun, wenn er betroffen ist. Denn dadurch, dass er dann eine Akutmaßnahme, egal ob jetzt von Big Pharma oder sonst was nimmt, bringt er ja nicht den Körper in die Situation, dass der Körper sich wieder selber helfen kann. Das heißt also, spätestens beim Infekt sollte ich anfangen, die ganzen Mikronährstoffe zu supplementieren. Also in einem Wort die therapierbaren Therapieerfolgshindernisse ausschließen. Mir fällt noch ein, Cistus incarnus ist eine ganz tolle Sache. Die ist eine Malvenart aus Griechenland, gibt es als Tee, gibt es auch als Lutschtabletten und die kann man eben dann lutschen und solange wie man die lutscht, kommen sozusagen auch Viren schlechter in die Zellen hinein. Wenn man was trinkt, muss man wieder weiter lutschen oder dieses Carragilose Nasenspray reduziert ja auch die Aufnahme von Viren um 80%. Das Acelastin kann die Virusreduktion auf der Nasenschleimhaut auch deutlich reduzieren. Und wann immer ich es schaffe, dass ich weniger Vireneintrag habe, umso geringer ist die Schlacht, die das Immunsystem dann schlagen muss. Ja. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Vitamin D, die ich von Kollegen aus Kanada bekommen habe. Die haben das irgendwann im Journal, International Journal publiziert und zwar mit dem deutschen Wort Hammer. Für uns ist ja eine Hammertherapie eine sehr kräftige Therapie und beim Thema Vitamin D sagt die, unsere Praxen sind im Winter leer von Erkältungskrankheiten, weil wir supplementieren alle unsere Patienten, denen geht es gut. Sollte doch mal jemand kommen, akuten Infekt haben, dann bekommt er von uns den Vitamin D Hammer. Und der sieht dann so aus, dass man 20.000 oder 30.000 Einheiten 2, 3 Tage lang hintereinander nimmt, also eine sehr hohe Dosis, um damit eben den Infekt noch einmal zu beherrschen. Ich habe damals gesagt, was soll das denn bewirken? 30.000 Einheiten heben den Spiegel um 3 Nanogramm im Blut an. Das heißt also zum Beispiel von 50, wenn ich gut versorgt bin, auf 53. Das kann es doch nicht sein. Inzwischen wissen wir, dass das sehr wohl sein kann, weil an dem Tag, wo man das Vitamin D aufnimmt, es frei verfügbar ist, das haben wir ja neulich auch schon mal im Vortrag erwähnt, frei verfügbar ist und dann natürlich die Zellen ganz anders damit umgehen können, als wenn ich die letzte große Portion von 14 Tagen hatte. Also mit diesem Hammer kann man dann sehr wohl noch etwas bewirken und sich in der akuten Situation, ob es jetzt im Flieger ist oder auch bei irgendeiner Partyveranstaltung oder sonst was, kann man sich dann auch prospektiv schützen. Sonst, wenn man dann 2, 3 Mal innerhalb von ein paar Wochen so eine hohe Dosis genommen hat, das nivelliert sich unterm Strich wieder weg. Also das wäre auch noch eine vorbeugende Maßnahme. Das auf jeden Fall. Es moduliert ja auch die Aktivität des Immunsystems vor dem Überschießen. Und wenn man sich mal klar macht, ein junger Mensch, der dem lieben Gott seine 1,8 Quadratmeter mal für 30 Minuten in der Sommerzeit präsentiert, wenn der Schatten kürzer ist als der Körper lang, dann kann er ja durchaus bis zu 60.000 Einheiten bilden an diesem Tag.
Und das ist ja überhaupt kein Thema, wenn man gelegentlich mal mit diesen Dosierungen arbeitet und muss also nicht immer gleich die Angst vor irgendwelchen Nierensteinen hervorrufen. Das ist eigentlich eine völlig normale Reaktion, wenn man im Sommer und noch nicht total gebräunt sich mal der Sonne aussetzt. Ja, also das Thema mit den Nierensteinen ist, glaube ich, vom Tisch, weil da hat man nichts finden können. Was die Angst vor der Überdosierung angeht, muss man auch wissen, dass die historisch bedingt ist, weil man hat angefangen, Vitamin D künstlich herzustellen, bevor man es wirklich messen konnte im Blut. Und dann hat man natürlich mit Dosierung gearbeitet, so Pi mal Daumen und lieber ein bisschen mehr. Und da sind damals, das sind die 50er Jahre im letzten Jahrhundert gewesen, da sind dann auch wirklich Todesfälle bei passiert. Aber als man dann angefangen hat, die ganzen Dinge quantifiziert zu sehen, ist die Situation eine ganz andere. Wir können heute sagen, 40.000 Einheiten, wenn man die über 5, 6, 7, 8 Wochen kontinuierlich einnimmt, dann kommt man erst in den Bereich, wo überhaupt etwas passieren kann, theoretisch. Wenn man viele Untersuchungen hat oder viele Blutproben, ich habe jetzt 2 Millionen ja vor einiger Zeit gesponsert bekommen von einigen Labors, dann finden sich da ganz, ganz wenige Fälle und dort ist selbst bei diesen hohen Vitamin D-Werten, also meinetwegen von 200 Nanogramm im Blut, findet sich keine Hyperkalzämie. Das heißt also, es ist nicht strikt der Vitamin D-Spiegel mit der Hyperkalzämie verbunden, sondern da müssen andere Dinge im Körper noch mit dazukommen. Auf alle Fälle gilt, wer bis zu 10.000 Einheiten einnimmt, da braucht sich keine Sorge zu machen. Da ist nie nirgendwann irgendwas bekannt geworden. Sind wir damit soweit durch? Nee, ich würde sagen, wir haben eben ja noch mal kurz gesagt, dass im akuten Fall der Sport nicht so gut ist. Aber wir sollten, was die Vorbeugung angeht, durchaus noch mal auf den Sport und Immunsystem zu sprechen kommen. Auf jeden Fall. Also ich denke mal, der Sport setzt einen Reiz auch für das Immunsystem und man trainiert eben auch allein schon eine leichte Entzündlichkeit über CRP, man mobilisiert den Stoffwechsel, man kann besser Zucker verbrennen, man kann anschließend sozusagen das angeborene Immunsystem viel besser zur Geltung kommen lassen. Man kommt vielleicht auch in eine Phase, wo man Reserven abarbeitet. Reserven bedeutet ja nicht nur Fettreserven und Glykogenreserven nimmt, sondern der Körper fängt auch an aufzuräumen, also möglicherweise zugemüllte Zellen der Autophagie, also der Selbstverdauung zuzuführen. Und das gilt auch für Mitochondrien, die bereits eine Schwäche haben. Und das wiederum führt dazu, dass gesündere und vitalere und effektivere Immunzellen und auch Mitochondrien darin gebildet werden können und dass damit das Immunsystem eine höhere Leistungsfähigkeit bekommt. Aber immer auch, Sport erfordert ja auch einen Mehrbedarf an Mikronährstoffen, dass man die auch dabei hat. Und zu glauben, man könnte also irgendwo im Schichtdienst sein und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und mit einem halben Brötchen mit Servelatwurst und einer Tasse Kaffee sich optimal versorgt haben, vielleicht noch einen Apfel dabei, weit gefehlt. Ja. Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig, dass wir heute die Dinge eben, die Zusammenhänge kennen. Die Alten, die immer schon gesagt haben, Sport ist wichtig und so, die wussten nicht, was da passiert. Die hatten nur die Kenntnis, dass die Zusammenhänge da waren. Heute wissen wir aufgrund der modernen Labordiagnostik, wissen wir, was im Einzelnen darin passiert. Das Gleiche gilt übrigens für eine andere vorbeugende Geschichte, das kalte Wasser. Der gute Pfarrer Kneipp, der wusste nicht, was er tat, aber er hatte Riesenerfolge. Sich selber hat er von der Tuberkulose geheilt, weil dieses kalte Wasser im Körper Reaktionen auslöste, die er damals nicht kannte. Aber heute wissen wir, dass es ganz wichtige Botenstoffe sind, die ähnlich wie bei der Muskulatur ausgebildet werden. Und dann haben wir den Benefit davon. Das heißt also, wenn wir den Körper über diese nicht immer angenehmen Reize stressen, dann bedankt er sich damit dadurch, dass er eben gesünder wird. Und hier ist auch die Dosis das Gift, also nicht der Leistungssport ist das Anzustrebende, sondern der moderate Sport. Ja, ja. Moderat, wobei es durchaus mal Spitzen geben kann. Denn wenn ich immer mit 30 Watt fahre auf meinem Fahrrad, dann habe ich keinen Effekt. Auch ein Intervalltraining ist ein moderates Training, aber ich muss jetzt nicht der Amateurprofi sein, der sozusagen sagt, so ich hole jetzt das allerletzte raus. Das ist vielleicht für mein Ego wichtig, aber nicht unbedingt für meine Gesundheit. Richtig, also das war, glaube ich, nochmal ganz gut zu sagen. Der Marathon ist eine Beanspruchung, wo der Körper häufig das Letzte gibt. Er ist immer bereit dazu, aber es hat sich auch gezeigt, dass einigen Leuten das nicht bekommen ist. Und von daher
Für die Gesundheit brauchen wir keinen Marathon, sondern eben für das eigene Ego. Für die Gesundheit können wir wesentlich weniger tun, aber wir müssen es tun. Wir sind zur Bewegung gemacht und auch zur intensiven Bewegung gemacht und nicht für die Couch und die Flasche Bier. Gut, dann haben wir das Thema, glaube ich, auch nochmal gut in Erinnerung gebracht und vielleicht schaffen wir ja doch einige Schniefnasen weniger im nächsten Winter. Und essen Sie auch immer ausreichend Faserstoffe, denn Faserstoffe sind das Neubaugebiet für die Mitbewohner im Darm. Die Hälfte der Stuhlmasse sind Faserstoffe, die andere Hälfte sind Bakterien. Und wenn Sie ein Neubaugebiet aufmachen, dann sagen Ihre Bakterien, hey, hier bleiben wir gründen eine Familie, wir vermehren uns und wir zahlen freiwillig Steuern, nämlich geradkettige Fettsäuren, also Buttersäure, Propionsäure, Essigsäure. Und gerade die Propionsäure hilft, Cholesterin zu senken, den Appetit zu zügeln und die Entzündung im Körper zu reduzieren. Ja, danke für diese Erinnerung noch einmal. Wir waren früher ja schon schlau und haben gesagt, ja, man braucht die Ballaststoffe, um eben ab und zu mal ein Ei zu legen und keine Verstopfung zu bekommen. Aber inzwischen wissen wir, dank Mikrobiomforschung, dass die Tierchen ja teilweise davon leben und so wie sagen, uns noch tolle Sachen zurückgeben. Ja, also Bakterien und Viren gehören zu uns in der Evolution und der Körper hat damit umgehen gelernt. Dafür haben wir ein Immunsystem bekommen, sodass wir eigentlich ohne das ganze Trara in der Lage sein sollten, gängige Infekte abzuarbeiten. Aber es geht nur, das haben wir eben deutlich rausgearbeitet, wenn der Körper die Voraussetzungen hat. Und dazu gehören eben die Mikronährstoffe plus die vielen anderen Dinge. Okay. So machen wir das. Gut, dann vielen Dank fürs Gespräch und einen schönen Sonntag. Okay, tschüss. Tschüss.